Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es um mein 4-Zutaten-Rezept, also da, wo es um das Brot geht. Da habe ich einen Kommentar bekommen, wo dann die Brigitte gefragt hat, ob man das Ganze auch in einer Auflaufform oder halt in einer Kuchenform das Ganze auch so backen kann. Ich habe das Ganze getestet. So schaut übrigens das Ergebnis aus. Und musste leider ein paar Änderungen vornehmen an dem Rezept. Also jetzt nicht an dem Brotteig, aber wie man das Backen tut. Und dann habe ich halt ein richtig gutes Ergebnis bekommen. Und wie das und welche Änderungen und wie auf was man achten muss, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Im ersten Schritt wird natürlich die Knetmaschine angeschalten. Dann kommt das Wasser hinzu und dann die Hefe. Wenn sich die Hefe dann einigermaßen aufgelöst hat, kommt das Weizenmehl hinzu. Ich benutze hier 550er Weizenmehl. Und zwar, weil das Mehl ist ja auch extra fürs Brotbacken geeignet. Solltet ihr 405er Mehl benutzen, bekommt ihr nicht dieses Ergebnis. Daher 550er Mehl. Ganz wichtig. Das Ganze wird jetzt auch kurz durchgeknetet, so um die 10 Minuten, dann müsste es fertig sein. Salz kommt auch noch hinzu. So, der Teig ist jetzt fertig geknetet. Der war jetzt ca. 15 Minuten in der Knetmaschine auf Stufe 3. Und zwar hat er eine ziemlich klebrige Konsistenz noch, aber keine Angst, das Ganze ist so wie es ist perfekt. So, das Ganze wird dann aus der Maschine entnommen und kommt dann in eine Schüssel. So, dann schnappt ihr euch eine Schüssel. Das Ganze wird dann nochmal kurz eingeölt. Hier ist es egal, was für ein Öl ihr benutzt. Ich habe jetzt Olivenöl. Ihr könnt natürlich auch Raps- oder Sonnenblumenöl nehmen. Genau. So, und da kommt jetzt der Teig hinein. So, das Ganze wird dann noch einmal gedehnt und gefalten. Dann nehmt ihr euch das Ganze einfach so, zieht das nach oben und klappt das dann jeweils immer rüber. Man merkt auch schon beim 3., 4. Mal, da geht es dann nicht mehr. Und dann legt ihr das einfach das Ganze so rein. Und das Ganze wird dann mit Klarsichtsfolie einmal abgedeckt. Nach etwa 30 Minuten wird der Teig dann einmal gefalten und gedehnt. Also ihr zieht euch das hoch. Dann klappt ihr das einmal so rüber. Und dann wird das Ganze nochmal hochgezogen und zusammengelegt. Und dann nochmal komplett nach unten ziehen. Und das war's schon. Dann dreht ihr euch das nochmal so ein. Und dann ruht das Ganze nochmal für 30 Minuten ungefähr. So, der Teig wird dann jetzt nochmal gefalten. Dann nehmt ihr euch das Ganze einfach und zieht es so rüber. Und man merkt,
Jetzt geht es schon nicht mehr. Und dann mit den Händen einfach so hoppala. Dann kommt das Ganze einfach wieder rein und ruht nochmal für 30 Minuten. Wird der Teig dann einmal auf die Arbeitsfläche gestürzt. Da braucht ihr dann ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche. Hoppala, das war ein bisschen zu viel. Das Ganze einmal gestürzt. Man sieht, er ist auch richtig schön aufgegangen. So, dann zieht ihr den einmal so rüber. Das Mehl schön abklopfen und dann wird das Ganze nochmal so einmal eingedrückt. So. Einmal die Seiten schön eindrücken. Wir brauchen jetzt für das Brot eine Backform. Wenn ihr nicht so eine Form, also das ist jetzt, da backe ich meistens immer meinen Toast mit drin. Wenn ihr sowas zu Hause nicht habt, könnt ihr natürlich auch eine Kuchenbackform benutzen. Ja, das Ganze ist übrigens auch ein Test, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Dann jemand gefragt hat, ob man das ganze Brot auch so backen kann. Daher testen wir das jetzt einfach. So, der Teigling, der kommt dann rein. Ich drücke das noch mal ein bisschen runter. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen aufgehen. Und das Ganze ruht jetzt für circa 1 Stunde. Am besten ihr macht noch Klarsichtsfolie oben drauf, locker lassen das Ganze, weil der Teigling ja noch ordentlich an Volumen aufnehmen wird. Daher locker drauf machen, nicht feste. Die Klarsichtfolie dient nur dazu, dass der Teigling nicht austrocknet. Das Ganze ruht jetzt für 1 Stunde und jetzt schalten wir den Backofen auf 250 Ober- und Unterhitze an. Der Backofen wird jetzt vorgeheizt auf 250 Grad Ober- und Unterhitze. So, ich habe jetzt hier im Backofen einen Pizzastein. Falls ihr nicht diesen Pizzastein haben solltet oder den Stahl, könnt ihr das natürlich auch auf dem Backblech backen. Dann braucht ihr den Backofen nicht für 1 Stunde vorheizen. Also das Ergebnis mit einem Backstahl ist natürlich viel, viel besser. Und falls ihr das nicht haben solltet, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit einem Backblech backen. Bei dem Stahl ist es natürlich, oder Pizzastein, ist das Ergebnis nochmal einen Ticken besser, aber es ist nicht die Voraussetzung. So, in der Zeit, wo der Backofen vorheizt, gibt es erstmal eine Kuschelpause und eine Tasse Kaffee. Da ist jemand sehr, sehr schmusebedürftig. Ember. Also so schaut das Brot nach circa 1 Stunde aus. Also es ist gut aufgegangen. Dann wird das Ganze einmal aufgeschnitten. Ich mache es jetzt seitlich. Und wandert jetzt bei 250 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Also in den ersten 5 Minuten bleibt es auf 250 Grad. Danach wird die Temperatur auf 200 runtergestellt und das Ganze wird nochmal 45 Minuten gebacken. Und dann sehen wir uns gleich bei dem Ergebnis. Das Brot kommt jetzt in den Backofen. Eine Spritze, wo ungefähr 20 Milliliter passt. Das kommt dann auch nochmal in den Backofen rein. Und der Deckel wird geschlossen. So, das Brot kam gerade frisch aus dem Backofen. Und es knistert immer noch, wenn man richtig hinhört. Ich liebe übrigens dieses Geräusch. Ember, was ist denn los?
noch einigermaßen heiß, aber es geht. Also von der Optik her sieht es schon richtig gut aus, wie man es jetzt gerade sieht. So, die Optik ist mehr so Toastbrot. Ich weiß leider nicht, wie es von innen ausschaut, aber wenn das Brot komplett abgekühlt ist, werde ich das Ganze anschneiden. Das Brot ist jetzt komplett abgekühlt und so schaut das Ergebnis von außen aus. Wir schneiden das Ganze mal an, damit wir sehen, wie das, also knusprig ist es auch geworden. Und so schaut das Ganze von innen aus. Sehr weich. Gefällt mir. Sehr gut geworden. Man hört auch, es ist richtig knusprig geworden. Und duften tut es auch herrlich. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen da, nach oben natürlich. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, dann gerne ein Abo und bis zum nächsten Mal.